Hallo, ich bin Justin, Azubi von IPC Computer und in diesem Video stellen wir euch den Asus Pen 2.0 SA203H vor. Wenn ihr den Stift bei uns bestellt, werden folgende Bestandteile geliefert: ein USB-A auf USB-C-Kabel, eine Betriebsanleitung für den Stift selber und 3 Alternativersatzminen, die verschiedene Härten haben. Wenn ihr den Stift mit eurem Gerät verbinden wollt, dann ist es über Bluetooth möglich. Ihr müsst nur ganz einfach den oberen Knopf lange gedrückt halten und dann über die Einstellungen mit Bluetooth verbinden. Um kurz zu den statistischen Informationen zu kommen: Der Stift verwendet das Protokoll MPP 2.0, hat somit 4096 Drückstufen und hat 266 Hz Sampling Rate. Der Stift ist 16 Gramm schwer, äußerlich ist er matt, schwarz und handlich ist er eigentlich relativ gut, also er liegt gut in der Hand, man kann gut damit schreiben und ja. Um nochmal zur Nutzung zu kommen: Der Stift hat jetzt eine Besonderheit, das heißt, diese nervige Batterie fällt weg. Ihr ladet den Stift ganz normal über USB-C. Wenn ihr den Stift ungefähr 30 Minuten ladet, bekommt ihr über 100 Stunden Nutzungsdauer. Um nochmal kurz zu erwähnen, was im Lieferumfang enthalten ist: Das sind 4 Spitzen sozusagen, also eine ist schon verbaut. Ihr habt noch 3 weitere Alternativspitzen, die sind sozusagen härteverstellbar nach gerade geordnet. Also wir haben jetzt auch nochmal den Test gemacht zwischen dem verbauten 2H und auch der B-Spitze. Also man merkt einen wirklich sehr enormen Unterschied zwischen den beiden Spitzen, gerade was die Resistenz von dem Stift zu dem Bildschirm hergibt. Um euch nochmal kurz die 3 Tasten zu erläutern, die es jetzt bei diesem Stift gibt. Also ganz normal vorne, wie auch bei dem SA201H, gibt es den Radierer, damit könnt ihr hier alles wegmachen. Der hintere, oder die hintere Taste besser gesagt, ist ganz normaler Mausklick, sozusagen auch die Lasso-Funktion, zumindest im Notepad hier. Ganz normal wäre das aber hier unten auch eine Mausfunktion oder ein Mausklick. Die hintere Taste, die ihr auch hier seht, die ist frei programmierbar, die ihr sozusagen selber auswählen könnt. Das ist das besondere Feature noch an den Stift. Das Protokoll MPP 2.0 ist zurzeit weitreichend mit aktuellen Windows-Geräten kompatibel. Wenn euer Gerät das Protokoll MPP 2.0 unterstützt, dann wird es auch funktionieren. Trotzdem blenden wir euch hier jetzt mal noch die offizielle Asus-Liste ein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr konstruktive Kritik abgeben wollt, macht es gerne in die Kommentare und die restlichen Sachen sind bei uns in der Beschreibung verlinkt.